Verbreitungsgebiet von Poecilotheria subfusca, suchen verschiedene Bäume ab. Bisher leider noch nichts gefunden. War auch ein bisschen schwierig jetzt gerade hier eine Genehmigung zu bekommen, dass wir hier im Nationalpark abseits der Pfade suchen dürfen, aber wir haben es dann hinbekommen. Allerdings haben wir einen Aufpasser dabei, der guckt, dass wir hier nichts Verbotenes tun, aber für mich ist das alles in Ordnung. Wir haben mit den Leuten gesprochen, dann wissen die, was wir hier machen wollen. Jeder hat ein gutes Gefühl bei der Sache und sollte gut funktionieren. Also, wir machen weiter. Ich hoffe, das Wetter hält noch eine Weile, weil normalerweise nachmittags fängt es hier an zu regnen, ziemlich heftig, dann wird es ungleich schwieriger. Aber jetzt für den Moment ist alles in Ordnung und jetzt schauen wir einfach, ob wir was finden können. So, leider immer noch nichts gefunden, aber hier vielleicht mal ein paar Informationen zu den Temperaturkonditionen hier in Nuara Eliya. Wir sind ja vorhin gestartet, so um 8:30 Uhr, da hat die Sonne noch gescheint, da haben wir außerhalb des Waldes eine Temperatur von ca. 20 Grad gehabt. Jetzt sind wir hier im Wald drin, es hat sich mittlerweile, haben wir 12 Uhr circa, es hat sich oben ziemlich zugezogen, sind Wolken aufgezogen, jetzt haben wir hier nur noch 15,8, 15,9, 16 Grad, irgend sowas, ne, zwischen 15 und 16 Grad. Ja, also das heißt, die Temperaturen hier doch, trotzdem, dass es hier mitten am Mittag ist und vorhin schön die Sonne gescheint hat, wirklich sehr, sehr niedrig und ich bin echt gespannt. Und ich hoffe, dass wir Poecilotheria subfusca finden und wie dann tatsächlich die Bedingungen im Versteck der Spinnen sind im Mikrohabitat. Also die Außentemperatur hier, mich fröstelt es auch schon langsam, wirklich unangenehm kühl, 16 Grad aktuell, 12 Uhr Mittag. Fürs Erste leider keinen Erfolg gehabt. Wir gehen jetzt mal wieder raus aus dem Wald, machen Mittagspause. Hier vor Bund seht ihr auch nochmal unseren Aufpasser laufen. Der hat uns jetzt fleißig die letzten 4 Stunden hier im Wald begleitet und darauf geachtet, dass wir nichts Falsches machen. Aber insofern alles okay. Hat uns trotzdem im Wald suchen lassen. Er ist auf dem Weg geblieben. Von dem her kein Stress. Alles okay. Leider keine Spinne gefunden, aber nachher geht es weiter mit dem nächsten Versuch. Ich habe jetzt hier hinter mir in einer großen Zypresse, in einem Cypress Tree, ein Gespinst entdeckt. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Es könnte sein, dass da ein Männchen drin war, was jetzt eine Reifehäutung hatte. Sieht ein bisschen verlassen aus, aber nichtsdestotrotz gucken wir es uns aus der Nähe an. Vielleicht ist ja tatsächlich noch jemand zu Hause. So, jetzt haben wir endlich tatsächlich einen Erfolg gehabt. Hier in der Röhre war ein Tier drin. Es handelt sich um ein semi- bis subadultes Männchen. Würde ich vermuten aufgrund von der Färbung. Die Weibchen sind in der Größe deutlich stärker ausgefärbt. Ich zeige euch das Tier mal aus der Nahaufnahme. So, hier haben wir das schöne Exemplar Poecilotheria subfusca. Im Vergleich nebendran mal meine Hand. Also eine Körperlänge circa, würde ich sagen, 3,5 cm. So. 3,5 cm Tier steht super gut im Futter, hat ein absolut pralles Abdomen, wird sich wahrscheinlich demnächst häuten. Deswegen auch die Färbung nicht ganz so stark. Und ich würde wie gesagt vermuten, dass es ein Männchen ist. Ja, endlich tatsächlich hier noch Poecilotheria subfusca gefunden. Und jetzt habe ich natürlich noch Hoffnung, dass wir vielleicht sogar noch ein Weibchen oder größere Tiere finden. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter. Und wie immer geht das Tier jetzt natürlich erstmal zurück, da wo es hingehört.
wieder Typisches passiert, mit dem man eigentlich gar nicht rechnet. Wir sind schon auf dem Rückweg zum Auto und hier in dem kleinen Baumstamm haben wir ein adultes Weibchen mit Jungtieren gefunden. Zum guten Schluss, ich bin super happy und jetzt ist unser Ziel irgendwie natürlich hier noch ein paar richtige Aufnahmen von dem Tier zu bekommen, aber das wird wahrscheinlich schwierig, weil das Tier wahrscheinlich genau hier in die Röhre reingehen kann. Deswegen zeigen wir euch erstmal ein paar Nahaufnahmen und versuchen dann unser Glück, das Tier möglicherweise noch rauszubekommen. Deswegen nehme ich jetzt mal von Bunny einmal die Kamera und wir sehen da das Weibchen sitzen. Die Jungtiere sind jetzt leider gerade zurückgegangen, sind im zweiten Larvenstadium. Jetzt geht das Weibchen auch wieder ein Stück zurück. Ja. Aber auf jeden Fall habt ihr sie jetzt mal gesehen. Ich versuche sie jetzt noch mal ein bisschen weiter nach vorne zu bekommen. Und dann zum guten Schluss versuchen sie auch noch hier aus dem Baum rauszukriegen. Okay, wie ihr seht, fängt es an zu regnen. Wir haben es leider nicht geschafft, das große Weibchen aus der Höhle zu bekommen, aber trotzdem zum Schluss absolut interessante Beobachtung. Poecilotheria subfusca hier in so einem freistehenden Baumstamm. Für uns geht es jetzt weiter an die nächste Station, wo wir hoffen, Poecilotheria ornata zu finden. Subfusca war nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem haben wir die Tiere gefunden. Deswegen 2 Daumen hoch und weiter zur nächsten Station für Poecilotheria ornata. Wir sind jetzt auf der letzten Station unserer Poecilotheria-Reise 2024 hier in Sri Lanka. Wir sind mittlerweile im unteren südlichen Drittel in einem Tiefland-Regenwaldgebiet. Hier ist das Verbreitungsgebiet von Poecilotheria ornata und die versuchen wir jetzt hier zu finden. Allerdings steht das Ganze unter einem relativ schlechten Stern. Wir sind gestern angekommen, wir hatten einen Tag komplett Regen. Die Nachttour mussten wir relativ schnell abbrechen, weil es wirklich wahnsinnig stark geregnet hat, also war überhaupt nichts zu machen. Heute hat es auch geregnet bis 16 Uhr, mittlerweile ist es 17 Uhr, jetzt ist es ein bisschen trocken, aber oben zieht es schon wieder zu. Also wir hoffen, wir finden hier was und wenn nicht, sind wir immerhin da gewesen und wissen, wie das Habitat aussieht. Die Temperatur oder die klimatischen Bedingungen hier, es ist Tieflandregenwald, das heißt sehr feucht warm aktuell hier, aber wie gesagt nach relativ viel Regen, aktuell 17 Uhr nachmittags 26 Grad hier im Wald, aber eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und sobald hier die Sonne rauskommt, geht die Luftfeuchtigkeit schlagartig nach oben. Man schwitzt, wie wenn man in der Sauna wäre. Das ist so das typische Klima in einem Tieflandregenwald. Also wir versuchen jetzt einfach mal unser Bestes. Entweder es klappt oder nicht, wir werden sehen. Im Idealfall geht es gleich weiter mit schönen Poecilotheria ornata Aufnahmen. Es ist langsam dunkel hier, bis jetzt haben wir nichts gefunden, aber es ist bisher noch trocken geblieben, also toi toi toi. Ich zeige euch mal so die Art von Bäumen, die wir hier suchen. Also wieder Bäume mit den klassischen Baumhöhlen, so wie wir auch Poecilotheria fasciata gefunden haben, so müssten auch die Ornatas hier leben. Also Bäume gibt es genug, bisher aber wie gesagt kein Glück gehabt. Toi toi toi, weiter geht's. Ja, 4 Stunden sind vorbei. Leider war es so, wie wir befürchtet haben. Der Regen hat wieder eingesetzt. Wir waren nicht in der Lage, Poecilotheria ornata hier zu finden. Wir haben verschiedene schöne potenzielle Höhlen in Bäumen gesehen, so ab einer Höhe von 3 Meter aufwärts. Aber durch den leichten Regen, wenn da Tiere drin waren, sind sie auf jeden Fall nicht rausgekommen, um zu jagen.
Hat also leider nicht geklappt. Wir haben unterwegs verschiedene schöne Reptilien und Amphibien gefunden, die zeigen wir euch in einer anderen Folge. Es werden jetzt im Anschluss auch gleich noch Habitataufnahmen, Naturaufnahmen von Poecilotheria ornata hier eingeblendet, aber die sind in dem Fall leider nicht von uns, von dieser Reise. Aber nichtsdestotrotz war eine tolle Erfahrung, hier in dem Habitat sein zu können und sehen zu können, wie die Tiere in der Natur vorkommen. Wir werden sicherlich irgendwann in ein paar Jahren hier nochmal herkommen und dann einen neuen Versuch für Poecilotheria ornata in der Natur unternehmen.